Hallo, heute erkläre ich euch, wie ihr diesen Teichfischfutterautomaten bedienen und einstellen könnt. Zu Beginn ein kleiner Hinweis zur richtigen Befüllung. Und zwar sollten zusammen mit diesem Teichfischfutterautomaten ausschließlich Trockenpellets oder Sticks verwendet werden. Die sollten dabei maximal so einen Durchmesser von 5 mm haben. Und auf keinen Fall solltet ihr zum Beispiel Flocken verwenden. Das ist einfach aus diesem Grund, dass hier unten diese Rutsche nicht verkleben soll. Das heißt, das Futter kommt ja hier unten raus und damit da unten nichts verklebt, müsst ihr halt schauen, dass ihr das regelmäßig reinigt, ein bisschen trocken haltet, das heißt ab und zu mal abtrocknen, wenn es zu sehr geregnet hat, damit hier unten halt nichts verklebt. Trockenpellets und Sticks haben halt den Vorteil, dass die halt sowieso nicht so schnell feucht werden und mit dem Durchmesser passen sie auch auf jeden Fall durch diesen Mechanismus durch. Bevor wir loslegen, dreht ihr einmal den Automaten kopfüber. Stellt sicher, dass der On-Off-Schalter auf Off steht. Jetzt könnt ihr eure Batterien einsetzen. Zum Bedienen braucht ihr hier diese großen Alkali-C-Batterien und zwar 4 Stück. Damit kann der Automat bis zu 9 Monaten am Stück laufen. Bevor ihr das Gerät einschaltet, könnt ihr die Futterrutsche, die mitgeliefert ist, noch anbringen. Dafür schiebt ihr diese kopfüber hier einmal hinein. So, die sollte hier direkt reinpassen und dann seht ihr hier bei diesen 2 Löchern passen die 2 mitgelieferten Schrauben hinein. Jetzt könnt ihr euren Automaten umdrehen und den On-Off-Schalter auf On schalten. Auf dem LCD-Display erscheint nun eine 12 Uhr. Jetzt habt ihr 90 Sekunden, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen. Mit Clock könnt ihr die Stunden ändern. Wir haben 9:41 Uhr, deswegen stelle ich das jetzt ein. Mit Timer könnt ihr die Minuten ändern. Das P hier oben in der Ecke steht für den 12-Stunden-Modus, also PM. Das können wir aber auch gleich wieder ändern. Erstmal bestätigen wir diese Uhrzeit jetzt mit Z. Dann sollte wie hier eine 12 erscheinen. Das steht auch wieder für den 12-Stunden-Modus. Aber wie schon gesagt, könnt ihr diesen jetzt einfach mit Clock in den 24-Stunden-Modus ändern. Das heißt, statt nachmittags 1, 2, 3 Uhr stehen dann 13, 14, 15 Uhr auf dem Display. Falls ihr euch vertippt habt oder nicht schnell genug wart, könnt ihr auch einfach den On-Off-Schalter wieder betätigen. Der funktioniert wie ein Reset-Button und legt all eure Einstellungen wieder zurück. Drückt nun Start, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn auf dem Display wie hier eine 107 blinkt, habt ihr alles richtig gemacht und könnt mit der Einstellung der Fütterungszeiten beginnen. Die erste Ziffer zeigt die Anzahl der Fütterungen pro Tag. Ziffern 3 und 4 zeigen die Fütterungszeiten in Stunden. 107 bedeutet also erste Fütterung um 7 Uhr. Haltet Z etwa 2 Sekunden gedrückt, bis die hinteren 2 Ziffern blinken. Mit Timer könnt ihr nun eure gewünschte Zeit für die Fütterung einstellen. Mir reicht die 7 Uhr eigentlich schon aus, aber ich zeige hier mal gerade, wenn ihr Timer drückt, könnt ihr da bis 23 Uhr hochgehen, bevor es wieder bei 0 beginnt. So, wie schon gesagt, 7 Uhr finde ich eigentlich ganz passend für die erste Fütterung am Tag. Um das zu bestätigen, drücke ich auch wieder Set. Ihr seht schon, jetzt bin ich direkt in die zweite Fütterung am Tag gerutscht. Die wäre hier automatisch um 17 Uhr. Das passt für mich auch wieder. Mit Set bestätige ich das Ganze also. Und jetzt rutsche ich in die dritte Fütterung. Weil mir aber 2 Fütterungen am Tag reichen, lasse ich das einfach auf 2 und die dritte und vierte Fütterung, die jetzt mit Bestätigen durch Set folgen würde, überspringe ich einfach, indem ich Start zum Beenden der Einstellung drücke. Jetzt seht ihr auch auf dem Display so ein kleines blinkendes Symbol hier. Das bedeutet, dass die Zeit zur nächsten Fütterung abläuft
Und hier auf dem Display seht ihr auch immer eure erste Fütterung am Tag nochmal angezeigt. Das heißt, die erste Fütterung um 7 Uhr. Um zur Futtermenge zu kommen, drückt ihr einmal auf Volume. Haltet die Set-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt, bis 4 Ziffern blinken. In diesem Fall ist es einfach nur die 1, weil die Futtermenge gerade auf 1 steht. 1 steht dabei für 0,1 Tassen. Das sind etwa 25 Kubikzentimeter oder Milliliter. 2 wären dann 50 Kubikzentimeter, 3 75 und so weiter. Bei mir aber 25 Kubikzentimeter Futter erstmal ausreichen, lasse ich das auch wieder so und bestätige das Ganze, indem ich Start drücke, um die Einstellung zu beenden. Wird 8 Sekunden keine Taste gedrückt, setzt sich der Display zurück und zeigt bei blinkendem Timer die nächste Fütterungszeit an. Mit Day könnt ihr euch jetzt anzeigen lassen, wie viele Fütterungstage noch verbleiben. In diesem Fall sind das 0. 0, das kann ich auch jetzt direkt schon sagen, steht dabei für regelmäßig jeden Tag füttern. Um diese 0 zu ändern, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid und nur 14 Tage in Folge füttern wollt, könnt ihr auch wieder Set 2 Sekunden lang drücken. Und jetzt seht ihr, dass diese erste Zahl hier blinkt. Wie schon gesagt, 0 steht in diesem Fall für regelmäßige Fütterung an jedem Tag. Aber hier könnt ihr auch wieder mit Drücken von Day diese Zahl erhöhen. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich diesen Automaten nur im Urlaub braucht, das heißt 14 Tage in Folge füttern möchtet, könnt ihr 14 hier einstellen und Set drücken. Die Fütterungstage lassen sich von 1 bis 99 feststellen. Um die Einstellung zu verlassen, könnt ihr auch hier einfach wieder auf Start drücken. Jetzt habt ihr alle Einstellungen vorgenommen und das Futter kann eingefüllt werden. Zur Überprüfung könnt ihr die jeweiligen Tasten drücken, damit euch eure Einstellungen angezeigt werden. Das heißt, ich wiederhole nochmal, Timer zeigt die Futterzeiten. Das heißt, die zweite wäre um 17 Uhr und die erste wird ja sowieso immer hier auf dem Display angezeigt. Mit Volume könnt ihr euch nochmal die Futtermenge anzeigen lassen, die dann hier in der Ecke steht. Days sind die verbleibenden Tage, die stehen hier auch direkt dabei, aber wenn der Display hier zurückspringt nach 8 Sekunden, wir warten jetzt mal, dann könnt ihr mit Day euch auch wieder hier die 14 Tage, die noch verbleiben, angucken. Clock zeigt dann einfach die aktuelle Uhrzeit an und ihr seht hier auch schon, dadurch, dass ich dann nach meiner Zeiteinstellung auf 24 Stunden gewechselt habe, stehen hier jetzt auch die 21:47 Uhr. So, jetzt wo wir alle Einstellungen gemacht haben, bleibt nichts anderes mehr übrig, als das Futter in den Automaten zu füllen. Dafür drehen wir den Deckel ganz einfach ab. Die Richtung, wie der geschlossen und auf ist, stehen hier auch schön drauf. Und jetzt könnt ihr einfach so viel Futter, wie ihr möchtet, da reinfüllen. Das bleibt hier drin auch dadurch, dass der Deckel richtig verschlossen ist, wirklich sicher und sauber. Aber wenn ihr das zum Beispiel nur für den Urlaub braucht, könnt ihr das Ganze auch nur halb voll machen.